Das Beckham Law oder Lex Beckham in Spanien ist für viele deutschsprachige Mandanten sehr interessant. Gibt es einem doch die Möglichkeit, im wunderschönen Spanien für 5 bis 6 Jahre zu leben und dabei auf ausländische Einkünfte überhaupt keine Steuern zu bezahlen. Allerdings muss man wissen, dass das Doppelbesteuerungsabkommen zwischen Spanien und Deutschland außer Kraft gesetzt ist, wenn man das Beckham Law nutzt. Und das hat natürlich einige Konsequenzen. Darüber wollen wir uns in diesem Video mal Gedanken machen. Spanien und Deutschland sind natürlich zwei wichtige europäische Nationen, zwei große europäische Länder. Und natürlich ist ganz klar, dass es zwischen beiden Ländern ein Doppelbesteuerungsabkommen gibt, was ja eine positive Abschirmwirkung hat, wenn du als Deutscher in Spanien lebst oder eben umgekehrt. Bist du nun aber ein Beckham Law Nutzer, passiert steuertechnisch Folgendes. Du wirst in Spanien für eine Periode von 5 bis 6 Jahren, nämlich das Jahr deiner Ankunft und die darauffolgenden 5 Jahre, nicht unbeschränkt steuerpflichtig. Du bist also in Spanien letztlich ein Dauerbesucher für diese ganze Periode und dort nur beschränkt steuerpflichtig. Und damit passiert etwas sehr Wichtiges, nämlich das Doppelbesteuerungsabkommen zwischen Spanien und Deutschland ist damit nicht mehr für dich zuständig, sozusagen. Du kannst es nicht für dich in Anspruch nehmen. Du kannst die Abschirmwirkung dieses Doppelbesteuerungsabkommens nicht für dich nutzen. Was sind die Konsequenzen dieses Sachverhaltes? Nun halten wir uns zunächst nochmal vor Augen, was eigentlich der Sinn eines DBAs, eines Doppelbesteuerungsabkommens ist. Der Sinn ist eigentlich, dass die Doppelbesteuerung in beiden Ländern verhindert wird. Wenn ein Deutscher in Spanien wohnt und zum Beispiel deutsche Einkünfte hat, dann regelt das DBA, dass er hier keine doppelte Steuer bezahlen muss. Vielleicht muss er in beiden Ländern Steuern bezahlen auf diese bestimmte Einkommensart, aber die bezahlte Steuer wird eben jeweils anerkannt. Ein gutes Beispiel sind vielfach Mieteinnahmen. Lebst du zum Beispiel in Deutschland und hast Mieteinnahmen in Spanien, dann sind diese nur in Spanien zu versteuern, in Deutschland aber nicht. In Deutschland wirken sie sich höchstens auf die Steuerprogression aus. Was ist nun die Konsequenz für dich als Deutschen, wenn du dieses Doppelbesteuerungsabkommen nicht nutzen kannst? Nun überlegen wir uns mal, welche Einkünfte du potenziell haben könntest, die hiervon betroffen wären. Zunächst mal vielleicht Firmenbeteiligungen in Deutschland. Nehmen wir eine Personengesellschaft, eine GmbH und Co. KG beispielsweise. Du bist dort Kommanditist, du kriegst hier eine gewisse Gewinnausschüttung. Was passiert nun? Da es sich in unserem Beispiel, sagen wir mal, um gewerbliche Einkünfte aus Deutschland handelt, sind diese sowieso in Deutschland zu versteuern. Das heißt also, die Ausschüttung aus dieser GmbH und Co. KG musst du in einer deutschen Steuererklärung versteuern. Hast du Beckham Law in Spanien, sind deine ausländischen Einkünfte sowieso nicht steuerpflichtig und auch nicht steuerlich zu erklären. Diesbezüglich wäre es also egal. Nehmen wir Mieteinnahmen an. Lebst du in Spanien und hast Mieteinnahmen in Deutschland, dann musst du diese in Deutschland versteuern und auf einer deutschen Steuererklärung angeben. In Spanien sind ausländische Mieteinnahmen unter Beckham Law aber steuerfrei. Das heißt, auch hier wäre eigentlich die Konsequenz für dich zu vernachlässigen. Kommen wir nun aber mal zu Kapitalerträgen und ich spreche hier von Dividenden, also Gewinnausschüttungen aus einer deutschen GmbH oder AG. Wie ist das hier normalerweise geregelt? Die GmbH oder AG schüttet Dividenden aus, dann gibt es eine Quellensteuer und diese Quellensteuer ist gemäß dem Doppelbesteuerungsabkommen dann von der Dividende abzuziehen durch die Gesellschaft, durch die Emittentin, bevor sie letztlich dir die Dividende dann ausschüttet. Hierbei spielt es keine Rolle, ob es sich um eine börsennotierte Gesellschaft handelt oder um deine eigene kleine GmbH, die du besitzt. Im Doppelbesteuerungsabkommen zwischen Deutschland und Spanien ist nun geregelt, dass maximal eine Quellensteuer von 15% hier fällig wird. Nun kannst du eben mit Beckham Law dieses Doppelbesteuerungsabkommen nicht nutzen,
Also werden 25% plus Soli an Quellensteuer fällig. In Spanien gibt es dann keine weiteren Steuern auf diese Dividenden und du musst diese Dividenden auch nicht angeben. Also auch hier ein gutes Beispiel, wo man eigentlich sagen kann, naja, die Situation ist zwar nicht viel besser, wie wenn du jetzt in Deutschland wohnen würdest, aber sie wird auch nicht schlechter. Eine besondere Stellung nimmt hier die sogenannte erweitert beschränkte Steuerpflicht ein. Die erweitert beschränkte Steuerpflicht, auch dazu haben wir ja schon etliche Videos gemacht. Schau sie dir an, wenn es dich interessiert, ist ja dann letztlich für dich relevant, wenn du in ein Niedrigsteuerland umziehst und noch wichtige wirtschaftliche Interessen in Deutschland hast, wie zum Beispiel Beteiligungen an Gesellschaften oder auch Immobilien besitzt. Dann musst du noch für weitere 10 Jahre in Deutschland eine Steuererklärung einreichen, musst aber nicht unbedingt in Deutschland noch Steuern bezahlen. Das hängt eben stark von den Einkünften ab, die du dann hast. Nun ist freilich Spanien an sich kein Niedrigsteuerland, aber es gibt ja in dem Paragraphen 2 des Außensteuergesetzes die Klausel, dass letztlich auch eine steuerliche Vorzugsbehandlung dazu führen kann, dass man de facto in einem Niedrigsteuerland lebt. Dazu würde das Beckham Law sicherlich zählen, aber eben im Grunde nur dann, wenn du jetzt noch andere Einkünfte hast als deutsche Einkünfte. Wir haben ja gerade gesehen, dass du eben, wenn du das Beckham Law nutzt, auf deine deutschen Einkünfte weiterhin deutsche Steuern bezahlst. Interessant wäre es jetzt natürlich, wenn du noch ausländische Einkünfte hast. Sagen wir mal, du hast neben deinen deutschen Einkünften noch Gewinne aus einer maltesischen Gesellschaft, die in Malta nur mit 5% besteuert werden. Diese wäre natürlich auch in Spanien dann komplett steuerfrei. Da es sich nicht um deutsche Einkünfte handelt, wären sie jetzt auch nicht vom mangelnden DBA-Status Deutschland-Spanien hier betroffen. Auf der deutschen Steuererklärung müsstest du diese Einkünfte aber natürlich trotzdem angeben, wenn du unter die erweitert beschränkte Steuerpflicht fällst, die eben auf dich zutreffen kann, wenn du noch in Deutschland Vermögen hast, aber eben den Beckham Law Status in Spanien verwendest. Und hier ist nun vielleicht ein ganz wichtiger Punkt, den man zu beachten hat, der sich hier als tatsächlicher steuerlicher Nachteil ergeben kann. Hast du ein Aktienportfolio, in dem sich auch deutsche Aktien befinden? Sagen wir mal natürlich im Streubesitz, also weniger als 1%. Sagen wir mal, du hast dort Mercedes-Aktien zum Beispiel. So, und nun lebst du in Spanien mit Beckham Law. Es gilt die erweitert beschränkte Steuerpflicht und du möchtest nun diese Aktien verkaufen. Normalerweise ist eben festgelegt im Doppelbesteuerungsabkommen, dass entsprechende Einkünfte dann in Spanien zu versteuern sind, dass Spanien das Besteuerungsrecht hat. Weil aber eben das Doppelbesteuerungsabkommen nicht genutzt werden kann und du unter die erweitert beschränkte Steuerpflicht fällst, müsstest du die Veräußerungserlöse aus diesen Aktien auch ebenfalls in Deutschland dann versteuern. Und auch im Kryptobereich gibt es hier noch einige Punkte, die sind rechtlich noch nicht geklärt. Möglicherweise ist es auch so, dass du Kryptoeinnahmen, also zum Beispiel Verkauf von Kryptoassets, auch wenn du in Spanien mit Beckham Law lebst, die eigentlich dann in Spanien ja dann steuerfrei wären, solche Einkünfte, weiterhin nach deutschen Regeln letztlich versteuern musst. Ich sage nur 1 Jahr Haltefrist und so weiter und so fort. Auch dazu haben wir ein Video gemacht. Wie gesagt, die Rechtslage ist hier leicht unklar. Es ist alles eine Frage dieser erweiterten, beschränkten Steuerpflicht. Was ist also das Fazit? Meine Meinung ist folgende. Das Beckham Law macht besonders dann Sinn, wenn du in Deutschland kein Vermögen mehr hast. Ja? Also das heißt keine Immobilien, keine Beteiligungen, kein deutsches Konto und so weiter und so fort. Dann macht das Beckham Law Sinn. Dann greift nämlich die erweitert beschränkte Steuerpflicht nicht, wenn du nach Spanien umziehst. Hast du aber noch Vermögen nach Deutschland, ziehst nach Spanien um und möchtest diesen Status nutzen, dann ist eine sehr genaue steuerliche Beratung und Planung notwendig, damit du dich hier nicht in die Nesseln setzt. Möglicherweise, wie wir ja schon angezeigt haben, sind die steuerlichen Konsequenzen nicht besonders ernst zu nehmen. Du zahlst im Zweifelsfall vielleicht nicht viel mehr Steuern als in Deutschland, aber vielleicht ziehst du ja nach Spanien um.
gerade um Steuern zu sparen, dann wäre diese Maßnahme vielleicht umsonst, wie wir gerade gesehen haben. Wenn du natürlich ausländische Einkünfte hast, in der Art und Weise, wie wir sie gerade eben genannt haben, zum Beispiel Dividenden einer maltesischen Firmenstruktur, dann könnte es wiederum interessant sein. Aber wie gesagt, mit deutschem Vermögen würde ich sagen, ist der Beckham-Law-Status weniger interessant. Im Zweifelsfall kann er interessant sein, weil du dann im schönen Spanien leben kannst, aber du zahlst eben die gleichen Steuern wie in Deutschland. Das ist vielleicht ein Vorteil, aber für viele wird sicherlich erst die steuerliche Optimierung die Sache so richtig versüßen. Wenn für dich der Umzug nach Spanien ein Thema ist und du dich für das Beckham Law interessierst, dann würde ich mich freuen, mit dir ein Beratungsgespräch zu führen. Wir haben schon vielen Mandanten dabei geholfen, nach Spanien umzuziehen, das Beckham Law erfolgreich zu nutzen und im schönen Spanien zu leben. Den Link zur Beratung packe ich hier in die Beschreibung mit rein. Ich würde mich freuen, auch dich bald zu unserer Mandantschaft zählen zu können. Bist du Unternehmer, Freiberufler oder Investor? Zieht es dich schon lange ins Ausland? Mach heute den ersten konkreten Schritt in eine Zukunft mit mehr Geld und mehr Freiheit. Buche ein Beratungsgespräch mit Sebastian und seinen Kollegen. Unsere Kanzlei unterstützt Mandanten wie dich dabei, deine Steuerlast legal zu reduzieren, Vermögen aufzubauen und zu schützen und deine persönliche Freiheit zu maximieren. Profitiere jetzt von unserem Fachwissen und unserem Netzwerk. Gehe zu mandatierung.com und werde Mandant unserer Kanzlei.